Du öffnest FreeCAD und stehst direkt vor einer Wand. Wählst du Part oder Part-Design? Beide Bereiche machen 3D, beide sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, aber wenn du hier blind wählst, triffst du eine Entscheidung, die dich später massiv Zeit und Nerven kosten kann. Das ist keine Geschmacksfrage. Lass uns das ein für alle Mal klären. Part und Part-Design sind zwei völlig unterschiedliche Denkweisen. In Part arbeitest du wie mit einem Baukasten. Du kombinierst einzelne Grundformen sehr frei. Du addierst und subtrahierst eigenständige Elemente, die unabhängig voneinander im Raum existieren. In Part-Design tickt die Welt anders. Du baust dein Bauteil Schritt für Schritt in einem einzigen geschlossenen Container auf, dem Körper. Der Workflow ist streng linear. Alles baut zwingend auf dem vorherigen Zustand auf. Beide Wege führen zu 3D, aber sie denken unterschiedlich. Lass uns das an einem konkreten Beispiel ansehen. Eine Basis mit einer Aussparung an der Kante. In Part füge ich die Grundformen hinzu und verschiebe den Zylinder auf die gewünschte Position. Ich nutze eine boolische Operation, um den Zylinder von der Basis abzuziehen. Und die finale Form steht. In Part-Design erstelle ich im leeren Körper eine Skizze, ziehe ein Pad, erstelle eine neue Skizze für die Aussparung und es entsteht eine Kette im Featurebaum. Jetzt kommt der alles entscheidende Moment. Wie reagieren die Bereiche auf Änderungen? Ich ändere bei beiden nur die Höhe der Basis. In Part-Design rechnet FreeCAD die komplette Kette streng von oben nach unten neu durch. Die Aussparung wandert organisch mit. Warum? Weil sie kein eigenständiger Körper ist. Sie ist ein Feature, eine Eigenschaft dieses exakten Körpers. Alles hängt systemisch zusammen. In Part sieht es anders aus. Die Basis wird größer, aber die Aussparung bleibt einfach im Raum stehen. Warum? Weil hier nur eine simple Matheaufgabe aktualisiert wird. Objekt A minus Objekt B. Wenn du keine Referenzen bewusst aufgebaut hast, reagieren sie auch nicht intelligent aufeinander. Die Körper existieren für sich allein. Natürlich kannst du auch in Part mit Skizzen auf Flächen arbeiten und dir manuell Referenzen aufbauen, aber die Struktur ist hier völlig optional. Sie wird vom System nicht erzwungen. In Part musst du dir die Struktur selbst geben, in Part-Design wird sie dir aufgezwungen. Wenn du ein Bauteil von Grund auf neu konstruierst, das später intelligent angepasst werden soll, dann ist Part-Design in den meisten Fällen deine erste Wahl. Es zwingt dich zur Struktur und Struktur zahlt sich später aus. Den Part-Arbeitsbereich nutzt du als Spezialwerkzeug, zum Beispiel für schnelles Prototyping oder wenn du importierte Dateien bearbeiten musst, bei denen du kein Featurebaum brauchst. Beide Bereiche haben ihre Stärken, aber entscheidend ist die Denkweise. Der Fehler ist nicht eines von beiden zu nutzen, der Fehler ist ohne Plan zu starten.